Indiana Jones and the Inferno Machine. Yes, India's back in Indiana Jones and the Inferno Machine, a new real-time 3D action adventure from LucasArts. The game is a thrilling race around the globe to thwart the Soviets' frantic search for clues to the mysterious Inferno Machine. Zurück auf Anfang. Mitte der 90er Jahre wagten viele Spiele den Sprung in die dritte Dimension. Neue Marken wurden geschaffen, bestehende Franchises neu gedacht und plötzlich galt, wer in 3D überzeugen konnte, setzte neue Standards. Auch die Indiana Jones Spiele, bis dahin vor allem durch die klassischen Point-and-Click-Adventures bekannt, sollten diesen Schritt gehen. Ein 3D-Abenteuer mit Indie ganz im Stil von Tomb Raider? Klingt doch nach einem garantierten Hit, oder? Doch warum ist Indies erstes echtes 3D-Abenteuer heute fast vergessen? Begleitet mich auf die spannende Reise durch die verschiedenen Versionen von Indiana Jones and the Infernal Machine, auf Deutsch und der Turm von Babel. Schnappt euch Hut und Peitsche und damit willkommen zu einer neuen Folge Mission Adaption. Auf geht's! Indiana Jones und der Turm von Babel entstand in den späten 90er Jahren bei LucasArts unter der Leitung von Hal Barwood. Barwood wollte kein klassisches Sequel abliefern. Indies erstes 3D-Abenteuer sollte etwas Eigenständiges werden, moderner, frischer und an die neue Ära angepasst. Trotzdem gab es eine Verbindung zum Vorgänger. Mit Sophia Hapgood kehrte eine bekannte Figur aus Fate of Atlantis zurück und begleitete Indy erneut auf seiner Reise. Sophia Hapgood? Hallo Indy, ist lange her. Zumindest auf personeller Ebene schlug das Spiel eine Brücke zu den vorherigen Spielen. Spielerisch jedoch gingen der Infernal Machine oder der Turm von Babel ganz neue Wege. Und ihr merkt schon, der Name ist ziemlich kompliziert auszusprechen, deswegen werde ich ab jetzt das Spiel Indy 5 nennen. Also, statt klassischem Point-and-Click setzten die Entwickler auf Action und Erkundungen in einer dreidimensionalen Welt, ganz im Stile von Tomb Raider, dem Platzhirsch unter den 3D-Action-Adventures. Auch inhaltlich wollte man neue Pfade beschreiten. Keine ausgelutschten Nazis mehr, stattdessen ein neuer Feind, der nach antiken Schätzen trachtet, die Sowjets. Boring! Ja, aus heutiger Sicht mag das klischeehaft wirken. Doch Ende der 90er war das eine frische Abwechslung im Abenteuergenre. Die Handlung spielt 1947, der Kalte Krieg beginnt und mit ihm ein neues Wettrennen. Doch Politik interessiert Indy weniger, sondern ein Wettrennen um mysteriöse und uralte Mächte, die dem Feind nicht in die Hände fallen dürfen. Ursprünglich plante Barwood sogar UFOs und Aliens als zentrales Thema einzubauen, doch George Lucas, der über seine Marke ein wachsames Auge hatte, lehnte ab. Wait! And I want you to get out of this office right now. Wait a minute! I've got a bad feeling about this. Scheinbar hatte George Lucas mit dieser Idee noch etwas anderes vor. Stattdessen entschied sich das Team, ein anderes mystisches Element zu wählen, den Turm zu Babel, verbunden mit einer antiken Supermaschine der titelgebenden Infernal Machine. Das Spiel sollte nicht weniger als ein filmreifes, frisches Abenteuer mit Plattforming, Rätseln und Fahrzeugabschnitten bieten, verbunden mit dem klassischen Indie-Charme. Die PC-Version erschien pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 1999 und stellte für LucasArts einen bedeutenden technischen Meilenstein dar. Es war das erste 3D-Action-Adventure, das das Studio selbst entwickelte. Als Grundlage diente eine stark modifizierte Version der Sys Engine, die ursprünglich für den Ego-Shooter Dark Forces entwickelt worden war. In der Rückschau bezeichnet Lead-Designer Barwood die Entscheidung für diese Engine allerdings als Fehler. Die Engine sei nie für Third-Person-Spiele gedacht gewesen, weshalb das Team viele grundlegende Funktionen neu programmieren musste. Ein Indiana Jones in Ego-Perspektive kam für die Entwickler nicht in Frage. Sie wollten den Helden unbedingt sichtbar machen. Zudem war eine entfernte Kameraansicht für die zahlreichen Rätselpassagen des Spiels schlichtweg besser geeignet. Das Team investierte enorm viel Aufwand, um die Engine an die komplexen Bedürfnisse wie Umgebungen und Physikrätsel anzupassen. Eine bemerkenswerte Leistung für die damalige Zeit. Das Spiel steckt voller liebevolle Details und in der deutschen Version spricht sogar Wolfgang Pampel die deutsche Synchronstimme von Harrison Ford Indy selbst. Klingt aufregend, nicht wahr? Ein echter Pluspunkt für die deutsche Version, da im Englischen Indy nicht von Harrison Ford eingesprochen wurde. Warum das Spiel dann trotz des hohen technischen Aufwandes kaum beworben wurde, bleibt bis heute rätselhaft. Denn mit dem Release im November trat Indiana Jones und der Turm von Babel in ein hart umkämpftes Weihnachtsgeschäft ein. Spiele wie Silent Hill und Final Fantasy VIII für die PlayStation dominierten die Schlagzeilen. Sega brachte außerdem mit der Dreamcast eine neue Konsolengeneration auf den Markt. Und obendrein erschien kurz zuvor ein neuer Teil von Tomb Raider, der direkten Konkurrenz.
Erschwerend kam hinzu, dass Indy 5 ausschließlich für den PC veröffentlicht wurde. Eine Konsolenversion fehlte zunächst komplett, was die mediale Aufmerksamkeit zusätzlich schmälerte. Konkrete Verkaufszahlen aus dem ersten Jahr nach dem Release sind leider nicht öffentlich bekannt. Spätere digitale Verkäufe der Re-Release über Steam werden auf maximal 20.000 geschätzt. Ende 99 schloss LucasArts einen Deal mit Nintendo, um 3 exklusive Star Wars-Titel für das Nintendo 64 zu entwickeln. Die positiven Erfahrungen aus dieser Zusammenarbeit führten überraschenderweise dazu, dass ein Jahr später nach dem PC-Release von Indy auch eine Version für das Nintendo 64 erschien, obwohl der Titel ursprünglich rein als PC-Abenteuer konzipiert war. Für die Portierung zeichnete sich das deutsche Studio Factor 5 verantwortlich, das zuvor mit Star Wars Rogue Squadron große Erfolge feiern konnte. Dass Factor 5 zugange war, kann man auch direkt am recycelten Hauptmenü erkennen, das quasi direkt aus Rogue Squadron übernommen wurde. Für die Portierung nutzte Factor 5 ihre hauseigenen Tools zur Audio- und Bildkompression, dieselben Technologien, die auch zur technisch eindrucksvollen N64-Portierung von Resident Evil 2 genutzt wurden. Was Factor 5 auf das 64 MB Modul quetschte, war beeindruckend. Nahezu alle 17 Level und das Bonuslevel inklusive Sprachausgabe, Musik und Cutscenes waren vorhanden. Peru. It's been a long time since I stood here. Dazu Partikeleffekte wie Schnee und Vegetation, die verbessert wurden. Außerdem überarbeitete man Lichteffekte, die so in der PC-Version nicht vorhanden waren. Allerdings wurden die Level auf der Nintendo 64-Fassung optimiert, zum Beispiel reduzierte Geometrie und Texturqualität, um die Hardware zu entlasten. Die Steuerung hingegen wurde komplett überarbeitet und statt der klassischen Panzersteuerung für den Analogstick des N64 angepasst. Der Kampf wurde ebenfalls überarbeitet und man implementierte ein Lock-on-Feature ähnlich zu Zelda Ocarina of Time. Technisch zählt Indy 5 damit zweifellos zu den stärksten N64-Portierungen überhaupt. Das Spiel setzt vor allem auf das Expansion Pack, die RAM-Erweiterung für das Nintendo 64. Man kann auch ohne Expansion Pack spielen, allerdings fehlt dann eins der 17 Level im Spiel. Das Level King Souls Mines war technisch zu aufwendig ohne den zusätzlichen RAM. Trotz allem ein wundervoller und beeindruckender Port des Spiels, trotzdem entschied sich LucasArts für eine stark limitierte Veröffentlichung. Denn die Nintendo 64-Version erschien ausschließlich in Nordamerika und das auch nur über die US-Videothekenkette Blockbuster, sowie im Direktvertrieb über die eigene Webseite. Eine reguläre Handelsversion gab es leider nie. Aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar. Immerhin war Tomb Raider auf der PlayStation ein riesiger Erfolg. Der Turm von Babel bzw. die Infernal Machine hätte leicht das Tomb Raider für das Nintendo 64 werden können. Eine Konvertierung der NTSC-Version zu PAL war übrigens bereits abgeschlossen und sollte in Europa über den Publisher THQ erscheinen. Der Release war ursprünglich für den März 2001 geplant, wurde jedoch auf September desselben Jahres verschoben und schließlich ganz gestrichen. Genau diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die N64-Version bis heute zu einem der begehrtesten Sammlerstücke zählt. Tatsächlich existiert eine fertige PAL-Version, die 2014 in einer privaten Auktion verkauft wurde. Dabei handelte es sich vermutlich um das sogenannte Goldmaster Image, also die finale Version, aus der später die für den Handel bestimmten Module hätten produziert werden sollen. Und dann gab es da noch die Version für den Game Boy Color. Ein 2D-Action-Adventure aus der Top-Down-Perspektive. Natürlich ist diese Version ein komplett eigenständig programmiertes Spiel, angepasst an die technischen Limitierungen des Game Boy Colors. Entwickelt wurde sie vom britischen Studio HotGen. Trotz der technischen Einschränkungen bot die Game Boy Color Version überraschend schöne, flüssige Animationen, vertikal aufgebaute Levels, kleinere Rätselpassagen und sogar die Story-Elemente des Spiels sind komplett vorhanden. Natürlich konnte das Spiel mit der PC- oder Nintendo 64-Fassung nicht mithalten, aber für unterwegs war es ein durchaus solider Titel. Heute ist diese Version allerdings fast vollständig in Vergessenheit geraten. Sega hatte mit der Dreamcast im September 1999 offiziell die nächste Konsolengeneration eingeläutet und der Markt befand sich in einem spürbaren Wandel. Wenn Ihnen jemand sagen würde, dass Sie über Nacht schöner werden können, würden Sie es nicht auch versuchen? Mein Geheimnis heißt Dreamcast. In diesem Kontext wurde eine geplante PlayStation 1-Version von Indy 5 bereits in der Konzeptphase verworfen. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Dreamcast-Fassung. Diese Version sollte nicht nur grafisch aufgewertet, sondern auch technisch optimiert und gleichzeitig auf Segas neue Hardware abgestimmt werden.
Dank der PC-nahen Architektur der Dreamcast hätte das Spiel dort vermutlich hervorragend funktioniert. Es hätte sogar zur ultimativen Version werden können, in dem das Beste aus der PC- und der Nintendo 64-Fassung vereint sind. Die enttäuschenden Verkaufszahlen der Sega Dreamcast zwangen Sega zum Rückzug aus dem Hardware-Geschäft und eine strategische Neuausrichtung bei LucasArts sorgte dafür, dass das Projekt schließlich still und leise eingestellt wurde. Laut einigen Quellen war die Dreamcast-Version zu diesem Zeitpunkt bereits zu 90% fertiggestellt. Ein herber Verlust, denn gerade auf der Dreamcast hätte das Spiel womöglich noch einmal die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte. Aber in Indy 5 steckt noch mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Denn obwohl das Spiel 17 umfangreiche Level bietet, plus einem Bonuslevel, wurde mindestens ein weiteres Kapitel kurz vor Release gestrichen. Es handelt sich hierbei um das geheimnisvolle Shambhala Waterworks. Das Level sollte ursprünglich zwischen Shambhala Sanctuary und Palawan Lagoon spielen. Es war als ein technisch aufwendiger Abschnitt rund um Wasserphysik, Schleusen und einem gigantischen Wasserrad konzipiert. Dabei hätte Indy in mehreren Abschnitten verschiedene Rätsel lösen müssen, etwa Eisbarrieren schmelzen, Öl anzünden, Wasserkanäle umleiten und mit 4 verschiedenen Schlüsseln Zugänge zu einer Boss-Area freischalten. Hadouken! Viele dieser Elemente wurden bereits fertig und weit fortgeschritten in das Spiel integriert. Die Daten sind sogar im Spiel vorhanden, doch das Level wurde aus Zeitgründen nie vollendet. Stattdessen fanden einige Räume und Mechaniken später in anderen Levels Verwendung und wurden recycelt. Dank einer umfassenden Fan-Dokumentation auf GitHub lassen sich die geplanten Strukturen und die Spielmechaniken heute relativ gut nachvollziehen. Und wer weiß, eventuell können wir eines Tages dieses Level durch die passionierte Arbeit von Fans wieder erleben. Alle Links zur besagten GitHub-Seite poste ich euch gerne in die Videobeschreibung. Rückblickend lässt sich sagen, das Spiel war weit mehr als nur ein Tomb Raider-Klon mit Hut und Peitsche. Es war das erste 3D-Abenteuer von Indiana Jones, entwickelt von einem LucasArts-Team, das zuvor mit Fate of Atlantis Adventure-Geschichte schrieb. Natürlich hat das Spiel seine Ecken und Kanten, aber es punktet mit viel Charme, einer spannenden Story und für die damalige Zeit durchaus ambitionierter Technik. Tatsächlich finde ich, fühlt sich dieses Spiel an wie ein verlorener Indiana Jones-Film, interaktiv spielbar. Und genau deshalb ist das Spiel ein kleiner Hidden Gem, der definitiv einen zweiten Blick wert ist. Jetzt seid ihr gefragt. Kennt ihr das Spiel bereits oder ist es komplett an euch vorbeigegangen? Mein Ziel für dieses Jahr ist es, die 500 Abonnenten zu schaffen. Also abonniert mich gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Helft mir, das Video zu verbreiten, liked es, kommentiert es und teilt es gerne mit euren Freunden. Also bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao.